Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern, Nibelungenlied für das Deutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die zu den vorherigen Folgen führt. So, wir machen weiter. Wir hatten bei der letzten Folge, wie der Nibelungenhort nach Burgund kam. Und heute lesen wir das 20. Abenteuer, wie Etzel um Kriemhild sandte. Um jene Zeit begab sich's, dass jählings Helke starb, die Frau des Königs Etzels, der nun aufs Neue warb. Dieweil ihm verstorben, der schönen Helke Leib, ihm rieten seine Freunde, willst du ein andern Weib? So nimm Kriemhild Herr Siegfried, der Starke war ihr Mann, die höchste ist's und beste, die je ein Fürst gewann. Da fragt der König Etzel, wem sind von euch bekannt, am besten dort am Rheine, die Leute und das Land? Da sprach von Bechelaren, der Markgraf Rüdiger, Kriemhildens Brüder kenn ich, von Kindesbeinen her. Herr Gunther und Herrn Gernot, die edlen Rittern gut, und Geiselher den Kühnen, das junge Heldenblut. Es sind jedwede König, die Herren Fürsten gleich, und gleich wie ihre Ahnen, an Heldentugend reich. Da fragt der Etzel weiter, sag dies, o Freund, mir an, ist würdig sie das Krone, allhier sie tragen kann, ist sie an Frauen Tugend und Schönheit also reich, wie man es rühmt, so werbe ich um die Holde gleich. Sie ist so schön wie Helke, entgegnet Rüdiger, wohl keine lebt auf Erden, so hold, so hoch und hehr, und doch von allen Frauen so tugendreich und mild, als König Siegfrieds Witib, die minnige Kriemhild. So wirb um sie, rief Etzel, so lieb als ich dir bin, und wenn ich sie erringe, als meine Königin, so will ich dir es lohnen, so gut ich es nur kann, denn du hast meinen Willen aufs Beste dann getan. Da sprach der edle Markgraf, mit Waffen und Gewand muß ich da reich mich rüsten für das Burgundenland. 500 kühne Helden will ich mir ausersehen, dass wir an Gunthers Hofe mit Ehren auch bestehen. Und dass, wenn die Burgunden mich und mein Volk erschauen, sie preisend alle rufen, ein starker König trauen, hat diesen Herr gesendet von fernen Heunenland, gar froh ob diesen Worten, drückt Etzel ihm die Hand. Da mocht der gute Markgraf nicht länger mehr verziehen, er ritt mit seinen Degen nach Bechelaren hin, wo seinen Treuen harrte sein Ehgemahl Gottlind und ihrer beider Töchter ein minnigliches Kind. Aus Heunenland die Helden, die Jungfrau gerne sah, die Degen alle waren gar hochwillkommen da. Hei, was man aus den Kammern da Zeuge trug in Eil, den edlen Recken wurde Gewand genug zum Teil. Darauf am 7. Morgen ritt Markgraf Rüdiger, gerüstet und gewappnet mit seinen Degen her, von seiner Burg Bechlaren am schönen Donaustrand, von Räubern ungefährdet hindurch das Bayerland. Am 12. Tag kamen sie frohgemut zum Rhein. Nicht lange konnt ihr kommen, in Worms verborgen sein. Wer kommt zu uns? So fragte der König von Burgund, den wohlerfahrenen Hagen, tut dieses schnell mir kund. Da sprach der kühne Hagen, so viel ich mag verstehen, ich hab den edlen Herren gar lange nicht gesehen. Ist es von Heunenlande der Markgraf Rüdiger, mit seinem Ingesinde ein Degen kühn und hehr. Kaum kann ich dies, o Hagen, sprach Gunther, glauben dir, der Herr von Bechelaren, was wollte der allhier? Doch eh ihm noch im Munde verklungen war der Laut, da hatte schon Herrn Hagen den alten Freund erschaut. Der hielt just mit den Seinen im Hofe hoch zu Ross, gar schnell rief er den Knappen und grüßte den Genoss und schüttelte und drückte Herrn Rüdiger die Hand, willkommen, Gott willkommen, in dem Burgundenland. Da kamen auch die andern mit frohen Gruß heran. Es sprach von Metzger Ortwein zum alten Zechkumpan.
Wir haben all die Weile allhier nicht mehr gesehen, so liebenswerte Gäste, das muß ich zugestehen. Gar freundlich dankt der Markgraf den Helden allzumal und schritt dann mit den Seinen empor zum Königssaal, wo ihn der König Gunther gar ehrenvoll empfing und ihm von seinem Sitze zur Tür entgegenging. Er führt ihn zu dem Sessel, wo er sonst selber saß, und ließ den Gästen schenken, gar gerne tat man das, des Metes manchen Humpen und von dem Fürsten Wein, kein besserer war zu finden im ganzen Land am Rhein. Als sie getrunken hatten, manch randgefüllten Krug, Herrn Rüdiger der König um seine Reise frug. Er sprach: Wie geht es Etzel im fernen Heunenland und seiner Hausfrau Helke, das machet mir bekannt. Da hob von seinem Sitze mit seinen Degen all der Graf sich und sprach stehend mit lauter Stimme Schall: Erlaubet ihr's, Herr Gunther, dann mach ich euch kund, darum der König Etzel mich sandte nach Burgund. Herr Gunther nickt, da sprach er: Euch bietet an den Rhein getreuen Dienst und Grüße der große König mein. Zazu den Freunden allen in eurem Land Burgund, in alter Treue tut er euch diese Botschaft kund. Es klagt der edle König euch seine große Not, verwaist in seine Lande Frau Helke, die ist tot. Die Königin, die Reiche, so edle und so gut, die vieler Fürstenkinder erzog in eure treuem Mut. Die haben, ach nun niemand, der mütterlich sie pflegt, drum wenig, dass sich nimmer des Königs Sorge legt. Und wenn ihr mir erlaubet, so sag ich euch noch mehr, was weiter mir verkündet mein königlicher Herr. Er hörte eine Märe von König Siegfrieds Tod, an Kriemhild seine Witwe er Grüße mir entbot. Wollt ihr es ihr vergönnen, so wird ihr reicher Lohn, sie soll mit Etzel teilen im Heunenland den Thron. Herr Gunther gab ihn Antwort mit wohlgezogenem Mut: Ich will von ihr erkunden, ob sie es gerne tut. In 7 Tagen gebe ich wieder euch Bescheid. Ich werd es nicht verweigern, ist sie dazu bereit. Herr Rüdiger verweilte nun bis zum 7. Tag, indes mit seinen Freunden der König Rates pflag. Ob weislich auch erschiene es ihm in allzumal, dass Kriemhild sich die Heunen erkiesen zum Gemahl. Da rieten es ihm alle, nur einzig Hagen nicht. Der sprach zu König Gunther: Ich rat euch, Herr, nach Pflicht, seid ihr von klugem Sinne, so bleibt ihr auf der Hut und sorgt, dass sie es niemals, selbst wenn sie's wollte, tut. Wozu denn, fragte Hagen, soll ich es hindern, sag, was Kriemhild von Herrn Etzel zu lieb geschehen mag, das will ich gern ihr gönnen, sie ist die Schwester mein, und selber darum werben kann ihr zur Ehre sein. Lasst ab von solcher Rede, hub wieder Hagen an. Nicht euch und eure Schwester, zu lieb wird dies getan. Ich kenn den heunen König, o glaubet nicht, was er sagt, sonst werden seine Listen von euch noch schwer beklagt. Mir deucht, ich kann mich hüten vor Etzels Trug und List, der in dem Heunenlande so weit und ferne ist. Er bleibt, erwidert Gunther, auch fürderhin wohl dort. Euch reut's, sprach darauf Hagen, missachtet ihr mein Wort. Es wurde unsere Schwester gefügt so herbes Leid, rief Geiselher, das billig, wir dächten an den Eid. Denn wir Kriemhilden schwuren, von euch wär's wohl getan, Herrn Hagen auch seht neidlos ihr die Verratne an. Was ich an ihr verbrochen, das hab ich stets bekannt, sprach Hagen, doch das merket, kommt sie in Etzels Land, vergilt sie es uns sicher, dass wir ihr angetan, denn dann hat sie zu Diensten manch auserwählten Mann. Da gab ihn drauf zur Antwort der kühne Gerenot: So lassen wir's bewenden, bis zu der beiden Tod, und reiten nie und nimmer in König Etzels Land, doch unser Herz bleibt bei Kriemhild in treuer zugewandt. Als Hagen es vernommen, da ward er ungemut. Herr Geiselher und Gernot, die stolzen Ritter gut, und Gunther auch der König, die rieten allzumal, dass man's geschehen lasse nach Kriemhilds freier Wahl. Da eilte zu Kriemhilden der Markgraf Gere hin und kündete die Botschaft der edlen Königin. Er sprach: Ihr dürfet spenden mir Gruß und Botenbrot. Es will das Glück euch scheiden von aller eurer Not.
Es wirbt um eure Minne, Frau Kriemhild, höret das, der allerbesten einer, der je ein Reich besaß. Da rief die Jammersreiche, verbiete das euch Gott, euch und all meine Freunde, dass ihr gar eitel Spott an mir der Armen übet. Was soll ich einem Mann, der vor dem Herzensliebe von treuem weit gewann? Umsonst war alles Bitten, sie sprach mit ernstem Sinn, ich mag mir keinen küren auf Erden für dahin. Da bat der edle Markgraf, so lasst nur das geschehen, dass euch des Königs Bote Herrn Rüdiger mag sehen. Wohlan, sprach sie, so sei es, dem edlen Rüdiger will ich es nicht versagen, kommt morgen frühe er. Zu meiner Kemenate, so geb ich ihm Bescheid, da ward aufs Neu lebendig in ihr das alte Leid. Des Morgens in der Frühe, als man die Messe sang, da hob sich von den Heunen im Schlosse großer Drang. Die mit Herrn Rüdigeren zu Kriemhild wollten gehen, man sah in reichen Kleidern gar manchen Degen stehen. Und auch Kriemhilds Gesinde trug reichen Schmucks genug, doch sie blieb in dem Kleide, das alle Zeit sie trug. Dem Grafen ging entgegen sie bis zur Türe hin, doch nur mit 11 Genossen trat er zur Königin. Und sprach in großen Züchten, ein König, hoch und hehr, Herr Etzel, edle Fraue, der sandte mich hierher. Er lässt euch Treue bieten und Liebe ohne Leid. Er ist zu steter Freundschaft euch immer da bereit. Ihr sollet Krone tragen, bei ihm wie vor dem Pflag, Frau Helke, die Verblichne, die ihm am Herzen lag. Da sprach zu ihm Kriemhilde, wie edler Rüdiger, wenn jemand völlig wüsste, mein Leid so todesschwer, der spräch mir nie und nimmer von einem andern Mann. Der Beste war mein eigen, den je ein Weib gewann. Die Macht biet ich, die höchste, Herr Rüdger drauf begann, dafür euch, den euch dienet, Herrn Etzel ganzer Bann. 12 reiche Königskronen, die werden euer sein, geruht ihr zu minnen den hohen Herren mein. Mir kommt wohl niemals wieder, sprach trüb die Königin, des Sehnen holder Minne in den verstörten Sinn. Mir hat der Tod an einem so herbes Leid getan, dass bis ich an mein Ende es nicht verschmerzen kann. Was macht das Leid vergessen, hub nun der Markgraf an, wohl mehr als traute Freundschaft, wer dieses bieten kann. Und wer sich den erwählet, der ihm zu Herzen kommt, der weiß, wie sehr ihm Harme solch stete Treue kommt. Ihr dürfet es mir glauben, wie edle Königin, das Leben geht bei Etzel euch wahrlich so dahin. Dass ihr in Freunden lebet, nehmt ihr die Werbung an, manch tugendlichen Degen der König sich gewann. Sie stund im tiefen Sinne, dann sprach sie, lasst es sein, bis morgen in der Frühe, dann tretet wieder ein. Bis dahin sei zur Antwort mir nochmals Zeit gewährt, da musste sich bescheiden die Recken lobeswert. Sie aber sandte Boten zu König Geiselher und ihrer guten Mutter, die kamen schnell daher. Sie sprach, Herzliebster Bruder, sag an, was rätst mir du? Zu klagen und zu weinen, das käm mir eher zu. Wie soll von Etzels Recken ich denn zu Hofe gehen? Um Schönheit ist's und Tugend bei mir schon lang geschehen. Da sprach zu ihr der Bruder, Kriemhilde, Schwester mein, dir wendet bald Herr Etzel dein Leid und deine Pein. Vom Rheine bis zur Rhone, vom Elbstrom bis zum Meer, gibt es wohl keinen Fürsten so herrlich und so hehr. Als ihn, den Herrn Heunenkönig, drum nimm ihn zum Mann, jedwedes andere Raten durch mir nicht wohlgetan. Frau Ute, auch die Treue, die redete ihr zu, was deine Brüder raten, herzliebstes Kind, das tu. Folg deinen guten Freunden, so wird dir's wohl ergehen, ich hab dich allzu lange in Trauer schon gesehen. Da warf in ihrem Zweifeln Kriemhild sich auf die Knie, du Herre im Himmel droben, still meine Nöte hie, soll ich dem Heiden schenken, das Leben und den Leib, o lenke du die Wege dem armen Christem Weib, und leih mir deine Hilfe und deinen weisen Rat, bis zu den Abendsneigen sie also brünstig bat. Dann ließ sie es bewenden, die Nacht bis an den Tag, sie schlummerlos in Tränen und tief im Sinne lag. In ihren lichten Augen noch manche Zähre hing, als sie mit ihren Frauen zur Morgenmesse ging.
Da trat zur Sorgen schweren der Markgraf also fort, dass sie, wie sie versprochen, nun künde ihm das Wort, dass sie entbieten wolle in König Etzels Land, doch zaudernd und in Tränen er immer noch sie fand. Sie blieb dabei, sie minne nie einen andern Mann, bis Rüdiger gar tröstlich als so zu ihr begann: O höret meine Worte und lasst das Weinen sein. Stimmt niemand bei den Heunen, zu Olz eich ich allein, mit meinen guten Degen, die treu mir zugetan, müsst jeder schwer es büßen, der Unbill euch getan. Ich will euch Treue halten bei Etzel alle Zeit und bleib mit all den meinen zu Dienst euch stets bereit. Da ging ihr durchs Gemüte: Wenn ich gewinnen kann, so starke gute Freunde, nehm ich die Werbung an. Vielleicht wird noch gerochen des teuern Siegfrieds Tod, wenn kühne Heunenrecken vollführen mein Gebot. Denn wenn von Etzels Schätzen ich reichlich spenden kann ich auch leichtlich küren manch auserwählten Mann. Sie sprach: Mir hat erleichtert dies Wort den trüben Mut, wenn ihr mir Eide schwöret, dass was mir jemand tut, ihr mich beschirmen wolltet und rächen all mein Leid, so wäre ich, Herr Markgraf, zu folgen euch bereit. Mit allen seinen Mannen versprach da Rüdiger, ihr immer treu zu dienen und dass die Recken Heer ihr nichts versagen wollten in König Etzels Land, was ihre Heer auch heischte, schwur er ihr in die Hand. Er sprach: 500 Degen und all die Magen mein, die sollen euch zu Diensten hier und bei Etzel sein. Was ihr gebietet, tu ich für euch an jedem Ort, und nimmer soll's mich reuen, mahnt ihr mich an mein Wort. Da bot vor allen Helden sie Rüdigern die Hand: Ich habe ja nun Freunde, auch in dem fremden Land, so will ich euch denn folgen, ich arme Königin, mit euch und euren Degen zieh ich zu Etzel hin. Die Kammern zu erschließen sie alsobald begann, und alle zu begaben die Degen Mann für Mann. Sie hatte einen Rest noch des Golds von Niblungs Land, das wollte an die Heunen verschenken ihre Hand. Als dieses Hagen hörte, da sprach er: Siegfrieds Gold bleibt hier, uns wird Kriemhilde doch niemals wieder hold. Wie ließ ich da die Feinden verschenken all das Gut? Ich weiß wohl, was die Schlaue mit diesem Schatze tut. Sie wird ihn bei den Heunen, das ist ganz sicherlich, verteilen um sich Recken, zu werben wider mich. Drum wenn ob meines Spruches auch noch so grimm sie schilt, das Gold kommt nicht von dannen, das sage man Kriemhild. Als sie die Märe hörte, schuf es ihr bittre Pein. Doch Rüdiger, der Edle, der legte sich darein. Er sprach: Wie edle Herren, was klagt ihr um das Gold? Euch ist der König Etzel so zugeneigt und hold. Ersehnt euch seine Augen, macht er euch schnelle reich, mehr als ihr jemals hattet, gebiet er euch also gleich. Lasst doch die Schätze nehmen, wer sie nur immer will. Wir haben für die Reise des Gutes so zu viel. Drum macht ob des Verlustes euch keine Sorg und Pein. Da ließ sie es bewenden und schickte sich darein. Drauf brachte man die Rosse, sie waren fahrtbereit. Da weinten all die Freunde und manche schöne Maid. Vor Ute auch die Treue trat zu Kriemhilde hin und sprach: Denkt auch bei Etzel, du meiner fürder hin. Es kam auch mit den Seinen der Markgraf Eckewart und schwur, seitdem ich Dienstmann bei Frau Kriemhilden ward, wich ich nie von der Treue, so soll's auch künftig sein. Ich werde bei euch bleiben, bis an das Ende mein. Und mit ihr will ich führen, für euch 500 Mann, die bleiben gleichermaßen euch treulich untertan. Wir bleiben ungeschieden, auch fürder bis zum Tod. Da dankte Kriemhild dem Treuen, der so ihr Dienste bot. Mit ihm und ihren Maiden sie nun von dannen ritt, Herr Geiselher und Gernot, die zogen beide mit. Sie gaben das Geleite ihr aus Burgundenland, auch Ortwein, Wart und Gere, der Schnelle bei der Hand. Für Herberg sorgten diese, der Frauen manchen Tag, Herrn Eckwart der Treue, als Markgraf ihrer pflag. Eh von dem Rhein sie fuhren, da wurden fortgesandt, vor ihnen schnelle Boten ins ferne Heunenland. Dem Könige zu melden, dass ihm Herrn Rüdiger zum Ehgemahl geworben, die Fraue schön und hehr. Als nun der König Etzel die gute Mär vernahm,
Da schwand von seinem Antlitz auf einmal Sorg und Gram. Gewichen war für immer von ihm die Herzensnot, er dachte für der nimmer an der Frau Helke Tod. Schön, schön, schön. Ja, jetzt beginnt sozusagen der nächste Teil der Geschichte. König Etzel ist hier in der Geschichte ist Attila, der Hunnenkönig. Hier heißt es Heunen, aber es heißt eigentlich Hunnen. Ja. Und der ist ja zu der damaligen Zeit, als es das Burgunden noch gab, ist er ja mit den Hunnen vom Osten her immer weiter bis nach Europa gezogen. Und das wurde hier in der Geschichte mit aufgearbeitet. Und er hatte natürlich ein Riesenreich. Der hat sehr viel erreicht mit seiner Schar an Reitern und kam auch echt wirklich weit bis nach Europa rein. Ja. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und gute Unterhaltung und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.